Auslandskrankenversicherung oder anders heißt sie, glaube ich, Auslandsreisekrankenversicherung. Darüber möchte ich heute sprechen und ein bisschen dazu erklären, über eigene Erfahrungen und auch Camper, die mir da was zu berichten haben. Herzlich willkommen zu diesem Video. Als erstes vielleicht, weil diese Frage sehr häufig gekommen ist, habt ihr eine Auslandsreisekrankenversicherung? Nein, haben wir nicht. Haben wir auch noch nie gehabt. Sehen da im Moment auch noch nicht irgendwie die Notwendigkeit, sowas abschließen zu müssen. Denn wir haben Folgendes festgestellt: Wenn wir hier speziell spreche ich mal über Spanien hier, krank werden oder auch ins Krankenhaus müssen, können wir das mit einer gesetzlichen Krankenkassenkarte alles regeln. Zum anderen ist es hier so, wenn man hier zum Arzt geht und man einmal kann man hier zum Centro de Salud gehen, das ist eine Krankenstation hier, wo man auch ohne Bezahlung, zumindest nicht mit Bargeld bezahlen muss und behandelt werden kann. Oder man geht zu einem Arzt, dann kann es sein, wenn man hier, gerade wenn man zu einem deutschsprachigen oder auch englischsprachigen Arzt hier geht, also ähnlich wie bei uns ein Hausarzt, der will oft dann doch eine Barzahlung oder Bezahlung in irgendeiner Form nicht über die Krankenkasse abgerechnet wird, Also das ist so ein Punkt, da haben wir Erfahrungen gemacht, wir sind ja auch schon mal krank geworden, dann mit Blutuntersuchungen und anderen Dingen haben wir bei einem Arzt 50 € bezahlt. Also nicht so die große Welt dann. Wir haben auch Erfahrungen gesammelt in Italien zum Beispiel. Ein Rieder hat sich mal in Italien vor Jahren die Hand gebrochen und musste ins Krankenhaus. Und auch dort in Italien im Krankenhaus konnten wir alles mit der gesetzlichen Krankenkassenkarte regeln. Wir haben dort abgegeben und ist behandelt worden. Nach mehreren auch Untersuchungen und beziehungsweise auch Nachsorge mussten wir einmal 25 € bezahlen. Wofür weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber insgesamt hat das alles sonst oder alles geklappt mit der Krankenkasse. Also man muss nicht irgendwie selber in Vorleistung gehen oder irgendeine Zahlung tätigen. Es gibt von der Verbraucherzentrale einen Bericht, dort kann man genau nachlesen, wie es mit der gesetzlichen Krankenkasse im Ausland funktioniert. Ich werde diesen Text oder diesen verlinken unter meinem Video in der Textbox. Wer das dann nochmal nachlesen will, kann das gerne tun. Dort ist es so beschrieben, wie ich es gesagt habe, dass man also im Ausland die gesetzliche Krankenkasse auch nutzen kann. Im europäischen Ausland, wohlgemerkt. Ich weiß nicht, wie es international ist. Da möchte ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Jetzt habe ich aber ein paar, und ich bin immer da, das ist für mich immer ganz wichtig, dass ich Leute finde, Camper finde, die über ihre eigenen Erfahrungen hier, zum Beispiel in Spanien, berichten. Es nützt nichts, wenn man sagt, vom Hörensagen kenne ich das, sondern besser ist natürlich, wenn man jemand hat, der das direkt vor Ort erlebt hat, der auch darüber berichten will. Und da habe ich ein paar gefunden, ein Camperpaar, die ich auch kenne und da ist die Frau krank geworden und da hören wir jetzt mal rein, wie die das Ganze hier erlebt haben und wie das Ganze hier abgewickelt wurde. Die beiden sind Niederländer, sprechen gut Deutsch, aber bei Fachausdrücken hakt es manchmal so ein bisschen. Ich bitte da um Verständnis. So, jetzt sitzen die beiden vor mir, vielleicht vielen Campern bekannt. Ich darf die Namen schon mal sagen, das ist Ingrid und das ist Robert. Die beiden kenne ich deshalb, weil sie für mich einen Sonnenschutz für die Frontscheibe und auch für die Seitenscheiben hergestellt haben. Sie sind, glaube ich, auch in der Camper-Szene so ein bisschen bekannt. Jetzt frage ich mal erst den Robert. Robert, wir sind jetzt hier in Spanien. Ihr seid wie lange hier jetzt in Spanien? Wir sind seit halb Oktober in Spanien angekommen. Und das ist für uns die erste Mal, dass wir eigentlich einen langen Urlaub nehmen, über Winter in Mazaron. Und bis jetzt ist es eigentlich sehr gut gefallen. Ja. Okay, ihr wollt jetzt länger bleiben, das heißt, ihr bleibt auf diesem Platz wie lange? Ungefähr bis Ende März. Okay, bis Ende März. Ja. Jetzt muss man, um das auch nochmal zu sagen, ihr kommt aus Schweden. Ja, wir kommen aus Schweden, aber wir sind Hollanders. Aha. Ja, genau. Ich komme von Amsterdam und meine Frau kommt von Den Haag.
Aha. Aber wir wohnen seit über 21 Jahren in Schweden. Und da sind wir ja zusammengekommen und glücklich geworden. Ja. Schön. Und da habt ihr auch eure Firma und stellt diesen Sonnenschutz her. Ja, da haben wir eigene Firma von die RV Masters. Da machen wir die Sonnenschutz in eigen Produktie, alles mit Hand. Ja. Okay, das nur zur Einleitung. Sprechen wollen wir heute über was anderes. Ja. Genau, und zwar über Ingrid. Ingrid, bei dir ist was passiert. Du bist krank geworden. Was ist passiert? Ja, ich bin krank geworden. Ich habe eine große Bronchitis bekommen. Und da bin ich nach das Krankenhaus vorgewesen und dann habe ich Medizin bekommen. Aber das geht nicht besser. So 5 Tage später sind wir nach das Universität Krankenhaus in Murcia gegangen. Und Nee, die haben... Cartagena. Nee, Murcia, de laatste was Murcia. Und da haben sie einen Untersuch gemacht, Blutuntersuch und Sauerstoff und Röntgen gemacht von den Lungen. Und die haben konstatiert, ich hatte eine Entzündung. Entzündung, ja, bitte, danke. Entzündung, ja. Ja. So, die haben gesagt, Ingrid, du bleibst mal hier bei uns. Und habe ich gesagt, ja, das ist gut. Das ist hier gut. Jetzt muss man wissen, Ingrid, du sprichst Spanisch. Ja. Und warum sprichst du Spanisch? Ich habe 10 Jahre in Spanien gewohnt und mein Mann war Spanier und ja. die ist sehr jung gestorben. Aha. So, dafür spreche ich so gut Spanisch. Ja. Okay, jetzt erzähl uns mal, wie ist es so abgelaufen? Ihr habt ein Auto dabei, das weiß ich. Ihr seid wahrscheinlich dann mit eurem eigenen Auto zum Krankenhaus gefahren. Ja, da sind wir mit unserem eigenen Auto nach dem Krankenhaus gefahren. Da waren auch Freunde her, die haben gesagt, aber du musst mal nach dem Krankenhaus fahren. Ja. Und ich habe nicht so viel Luft mehr und das Essen hatte ich nicht mehr beholen. Und so 4 Tage später, ja, dann hast man Hunger. So, dann war man im Krankenhaus und da bin ich sehr gut geholfen und sehr zufrieden über die Ärzte, sehr zufrieden über die Medizin, die ich bekommen habe. Dann bin ich 6 Tage später, konnte ich wieder nach Hause gehen. Ja. Okay, woher wusstet ihr, welches Krankenhaus hier für euch zuständig ist oder wo ihr hinfahren könnt? Das war eigentlich so, Agi en Volker, die weiter sind mit einem Phoenix, Ja. die war auch einmal in Murcia in das Krankenhaus, want die ist gefallen und hat die ganze Finger kaputt bekommen und Ja. unglaublich viel Probleme damit. Ja. Und die haben auch geguckt nach Ingrid und gleich eigentlich gesagt, jetzt ist richtig los, Ja. fahr nach Murcia, da ist ein universitär Krankenhaus und guck mal, was da losgeht. Ja. Und so ist das gekommen. Ja. Jetzt ist es ja so, wir als Deutsche, und ich kenne das, man hat ja so eine Krankenkarte, wo man, wenn man ins Krankenhaus oder wenn man zum Arzt geht, die man vorlegen muss. Wie war das jetzt bei euch? Ja, wir haben auch eine Krankenkarte aus Schweden. Ja. Und dann gibst du mal nur die Karte und der Rest Das geht alles geht automatisch. alles automatisch. Ich habe gar nichts bezahlt oder ein Faktur bekommen und von Medizin nichts. Alles geht automatisch mit der Krankenkarte. Ja. Das heißt also, hat auch keiner gefragt, wie lange ihr schon in Spanien seid? Nein. Ich habe nur mal gefragt, wie lange bleibst du noch in Spanien? Ach so. Ja. Nein, aber nicht wie lange wir hier sind. Nein, ich glaube, das spielt auch keine Rolle, wie lange du hier bist. Ja, weil immer mich fragen ja viele oder schreiben mir und da kommt immer die Frage auf, ja, wenn man mehr als 90 Tage da ist, dann gilt die Krankenkasse nicht mehr, die Versicherung nicht mehr. Hattet ihr denn eine Zusatzversicherung? Nein, das haben wir nicht. Nein. Wir haben nur mal eine Karte. Ja. Von die schwedische Versicherung. Ja. Und in anderen Notfall haben wir noch eine Reiseversicherung. Ja. Aber das ist nur mal, wenn man stirbt und dann muss man zu Hause fliegen oder sowas. Oder ein anderes großes Problem. Aber das war nur die Arzt, das ist keine... Nein, das... Ihr seid dann also zur Notaufnahme gefahren, dort ins Krankenhaus. Und was ist dann passiert? Ja, dann sind wir nach die Urgentie gekommen da. Und dann haben sie einen Rollstuhl gehalten und da bin ich eingegangen und dann bin ich nach die Rezeption gegangen. Da haben sie gesagt, was ist dein Problem? Und
habe ich das ein bisschen verklart und die Karte gegeben. Aber ich brauchte gar nichts zu sagen, die haben das so schön gesehen. So, die haben mich weitergefahren nach ein anderes Zimmer. Und da haben sie die Untersuchung gemacht, von Blut abgenommen und alles. Und das war 1,5 Stunden später, war ich in das Bett, in dem Zimmer. Du hattest auch Fieber, glaube ich, ne? Ja, ich habe auch Fieber, ja. Ja. Okay, und dann haben die aber auch Untersuchungen gemacht, das hast du mir erzählt, du bist geröntgt worden und so weiter. Ja. Und dann habe ich da alles, ich habe so viel Antibiotika, 4 in Fuß bekommen. Ja. Antibiotika, Paracetamol, Nolotil, Wasser, sehr viel Wasser, dass ich nicht ausdroge. Ja. Und dann habe ich die ersten 2 Tage nur mal, sehr viel geschlafen. Ja. Und das Essen war fantastisch. Ja. Aber wenn ich so ein paar Tage nicht gegessen habe und da kommt so eine und dann... Ja. Dann hat es dir wieder geschmeckt, weil du auf dem Wege der Besserung warst. Ja. Das ging dann relativ schnell. Also das war mehr oder weniger auch eine Lungenentzündung. Ja. Okay, du warst dann 6 Tage im Krankenhaus und jetzt ist es wie lange her? Wie lange bist du jetzt wieder raus aus dem Krankenhaus? 3. Januar. Also du bist jetzt schon 10 Tage wieder. Ja, 10 Tage wieder. Bist du wieder raus? Ja. Und jetzt geht es ja auch einigermaßen. Ja, das geht gut. Das geht gut, aber man braucht Zeit, um wieder richtig gesund zu werden. zu kommen. Ja. Und auch die Ärzte waren nett. Ja. Auch in Mazaron. Wenn du was hast, da ist auch ein Arzt in Bolnuevo, die spricht auch Deutsch. Aha. Und da ist ein Arzt hier bei dem Zentrum der Salud. Und dann die Schweizer noch? Die Schweizer, die ist hier auch. Und die Ärzte, da kann ich nichts von sagen. Die sind wirklich, die kommen, die gucken, was du mankert, du bekommst ein Rezept und geht nach die Apotheke und fertig. Ja. Das heißt, ihr habt auch Ärzte genutzt hier in der Nähe dieses Stellplatzes. Ja. Das heißt, hier gibt es Ärzte, da kann man hingehen. Und wie ist dort auch mit der Karte bezahlen? Auch mit die Karte, ja. Nur die Krankenkarte. Nur die Krankenkarte, ja. Dann bekommst du dein Rezept und was die Arzt vorschreibt, das bezahlt die spanische Staat. Ja. Und wenn du ein Rezept bekommst, weil die das nicht wegknippen, dann die muss die selbst bezahlen. Die Medikamente musstest du selbst bezahlen? Ja, nicht alle. Nicht alle. Er ist ein Code auf die Verpackung. Ja. Und wenn die Dame von die Pharmatica, Apotheker, das wegknippt und von die Karton wegnimmt, dann bezahlt die spanische Staat das. Aha. Aber wenn die Dame das nicht da wegnimmt, dann muss man das selber bezahlen. Ja. Ach so. Das ist ein extra Beweis, dass wir die Medicijnen bekommen haben und dass die Dame das geleefd hat, waardoor Spanje das betaalt. Aber woran das liegt oder bei welchen Medikamenten, das wisst ihr nicht? Nee, das wissen wir nicht. Und es war auch so, wir sind auch bei Privatarzen geweest hier und da haben wir natürlich gewoon normaal bezahlt. Ja. Aber das war auch eigentlich kein Thema, was es gekostet hat. Ja. Also das sind nicht hohe Kosten, wenn du einen Arzt hier besuchst. Nee, überhaupt nicht. Da bist du unter 100 Euro. Ja, absolut, absolut. Ja. Und das Schönste ist, die Leute die gucken an, die machen was und dann geht es boom, 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 boom. Es geht schnell, boom. Ja. Nicht so wie normalerweise in Deutschland, glaube ich, auch so in Schweden. Versucht man das, vielleicht nächste Woche das, bin ich 3 Wochen später. Ja. Nein. Hier was es gewoon boom, patz. Ja. Okay, hört sich alles gut an. Ja, ne? absolut. Also könnt ihr empfehlen, wenn man hier mal was hat in Spanien, man muss zum Arzt, dass man dann... braucht man keine Angst zu haben. Braucht man keine Angst zu haben und das hilft einem alle. Papa, die hat mit die Rückenproblemen gehabt, die ersten 14 Tage, Lumbago. Dann sind wir nach die Arzt gegangen, da haben wir 50 Euro bezahlt an die Privatarztklinik. Und dann hat die eine Injektie bekommen, 2 und die nächste dann auch 2 und dann springt er wieder rund. Ja. Und das war alles mit 50 Euro bezahlt. Ja, das hört sich gut an. Ja, ist doch kein Thema. Ist kein Thema. Nee, ich glaube, ich habe die Rechnung, dass ich, wenn ich zu Hause bin, dass bei die oder die Rijversicherung oder die Krankenversicherung mache, komme ich das vermutlich noch zurück auch. Ja. Aber ich weiß es nicht, aber ist mir eigentlich auch egal. Ja. Ja, dann sage ich Dankeschön an euch beiden. Schön, dass ihr so nett wart, hier mir Rede und Antwort zu stehen. Wünsche euch weiterhin hier viel Freude auf diesem Stellplatz und natürlich viel Gesundheit, dass ihr auch fit bleibt. Und das, das ist das Beste. Ja.
Ja, Dankeschön und schönen Tag noch. Hartmut, Gleichfalls. Dankeschön. Liebe Grüße an deine Frau. Danke. Gleichfalls. Bitte. Wir haben ja keine Auslandsreisekrankenversicherung, aber wir sind beim ADAC und haben diese Mitgliedschaft ADAC Plus. Und darin sind auch gewisse Dinge enthalten. Natürlich keine Krankenhausbehandlungen und Arztbehandlungen, aber so ein bisschen hilft das mit Übersetzer, also Dolmetscher. Und da muss man mal in die vertraglichen Bedingungen reinschauen. Dann sieht man, was dort machbar ist und was man dort für Ansprüche stellen kann, wenn man hier irgendwelche Probleme in Spanien oder im europäischen Ausland hat. Dann gibt es beim ADAC ja auch eine Auslandskrankenversicherung, Auslandsreisekrankenversicherung heißt es genau. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ein ganz entscheidender Punkt ist, Versicherungen, die jetzt dort, die man abschließt, sind meistens alle bis 63 Tage, so habe ich es zumindest gelesen. Und das reicht ja für uns Überwinterer im Prinzip nicht. Das heißt, wir sind immer, halten uns hier länger auf, sind 3, 4, 5, 6 Monate hier im Land, in Spanien. Und dann reicht diese Versicherung nicht aus. Aber der ADAC bietet auch eine Langzeitversicherung an, Aufenthalt im Ausland, die zwischen 2 Monate und 12 Monate gibt. Und dann gibt es noch längere, da muss man mal reinschauen. Ich habe mir das mal so ganz grob angeschaut. Diese bis 63 Tage, diese Versicherung, die sind zwischen 30 und 50 Euro, kann man die Jahresbeitrag, kann man die abschließen. Wenn man jetzt eine Langzeitversicherung da abschließen will, oder für 12 Monate, die ist erheblich teurer. Ich habe das nur mal, dann gibt es so eine Geschichte mit dem Alter, das heißt bis 66 Jahren, darüber hinaus wird es noch erheblich teurer. Ich sag mal bis 66, ich nenne mal jetzt eine Summe, kostet es im Jahr 500 Euro. Wenn man älter ist, bezahlt man, so wie ich jetzt, über 800 Euro. Und wenn der Partner mitversichert werden soll, dann ist man über 1000 Euro, 1100 Euro etwa. Das sind natürlich dann schon entsprechende Beträge. Das muss man sich dann überlegen, ob ich das wirklich brauche. Natürlich ist das ein Komfort, ist das eine schöne Sache, gerade wenn man ernstlich krank wird, wenn dann alles super geregelt ist, dann freut man sich natürlich darüber. Andererseits ist es so, wir haben es ja gehört in dem Gespräch mit den Campern, und ich habe ja nicht nur die beiden interviewt, sondern ich habe vorher schon auch andere interviewt. Alle, die hier in Spanien im Krankenhaus waren, haben das ohne eigene große Kosten regeln können. Meistens jedenfalls. Aufpassen muss man natürlich, wenn man in eine Privatklinik geht. Das ist natürlich überall so, egal wo man ist, in Deutschland oder einem anderen oder im Ausland ist, dann kann das natürlich teuer werden. Da muss man natürlich im Einzelfall gucken. Das muss ich sagen, es gibt natürlich nicht nur den ADAC, der eine Auslandsreisekrankenversicherung anbietet. Da sind natürlich andere Versicherungen auch. Ich habe dieses Beispiel ADAC genommen, weil das für mich am einfachsten war und am schnellsten und am übersichtlichsten. Ja, das war so mein Bericht zum Thema Auslandskrankenversicherung. Ich konnte hoffentlich so ein bisschen informieren. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr in den Kommentaren über eure Erfahrungen sprecht. Das hilft uns letztendlich allen. Dürft mir natürlich auch gerne in einer E-Mail nochmal über eure speziellen Themen berichten oder über das Thema Auslandskranken- oder Reisekrankenversicherung. Freut mich immer, man kann nur davon lernen. Ich gebe dann auch gerne das eine oder andere weiter. Das soll es gewesen sein. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.